Servus und herzlich willkommen zum neuen Video von Altblechkutscher Garage. Ja, in diesem Video geht es um diese Geschichte hier, was wir im letzten Video noch nicht fertig gemacht haben. Genau, wir wollen heute das Schubluftventil in den Ladedruckkreislauf installieren und dann nehmen wir euch heute einfach mal mit. Die Ausgangslage ist folgende: Wir haben hier Überdruck, den möchten wir loswerden und möchten wir in die Ansaugseite zurückdrücken. Jetzt wollen wir sich mal das hier anschauen, und zwar das hat ja 2 Eingänge und da ist der Regelkolben, der wird hier mit Unterdruck aufgezogen. Das heißt, wenn man hier Druck anlegen würde, dann kann man das aufdrücken, geht ganz leicht. Das heißt, die ganze Geschichte darf auf keinen Fall auf die Druckseite, das heißt, wir dürfen es nicht so montieren. Wir müssen es so montieren, dass wenn Druck ansteht, dann sieht man hier innen drin, ich weiß nicht, ob man es im Video jetzt schön sieht, kommt man seitlich an den Regelkolben hin. Das heißt, die ganze Geschichte muss hier nach unten weisen und da blasen wir dann ab in die Ansauggeschichte. Das heißt, wir machen das am Ende des Tages irgendwo hier hin, machen unten einen neuen Abgang rein, legen hier vor mit sowas in der Art und gehen dann hier noch rein mit einem 90 Grad Winkel und oder ähnlichem. Und bevor wir das machen, müssen wir uns noch um diesen Anschluss hier kümmern. Das ist nämlich der für den Leerlaufsteller. Den werden wir jetzt hier abschneiden und hier nach hinten legen. Da kommt da schon der passende Anschluss raus. Wenn wir jetzt da einen 90 Grad Bogen einsetzen, das machen wir jetzt mal. So, kleines Update. Wir haben jetzt da den Abgang für den Leerlaufsteller eingeschweißt. Das ist einfach ein 90 Grad Bogen und das kann man dann relativ einfach adaptieren an die alte Leitung. Wir haben jetzt da noch für die Lichtmaschine die Kühlung noch mit reingebaut. Die haben wir einfach ein bisschen gekürzt und unten wieder zum Klemmen gemacht. Damit sitzt die relativ gut drin und wir können hier sauber kalte Luft ansaugen und es fällt auch nichts rein. Und im nächsten Step werden wir jetzt da noch den ersten Anschluss fürs Wastegate reinbauen. Für die Geschichte haben wir jetzt schon das passende Gegenstück. Das müssen wir jetzt allerdings bloß noch gerade abschneiden. Das soll jetzt hier unten reingeschweißt werden. Das Wastegate soll dann so reinkommen. Und da fangen wir jetzt erstmal an, das da unten mit einem Stufenbohrer aufzubohren. Das heißt, das alles muss ich jetzt wieder raus. Das hier gerade abschneiden und dann einschweißen. Das ist schon langsam eine Prozedur, wo muss man überall abstecken, um das Rohr zu entnehmen. Rausschrauben, wie ein Schramm. Der Anschluss ist da schon unten drin mit dem abgeschnittenen Schlauch hier. Kann man das nahezu perfekt auf diese Höhe hier bringen. Das Einzige, was wir dann nochmal machen müssen, ist da irgendwie noch einen Halter bauen. Aber das sehen wir dann. Gut, nächster Step. Das Rohr da irgendwie einbringen.
Das ist dann der obere Teil. Der ist da jetzt schon ein bisschen ausgeschnitten, weil wir möchten ja in das Rohr hier rein. Deswegen ist da auch schon dieses Loch drin. Wir möchten das hier dementsprechend hier aufspeisen, dass wir da einen schönen Abgang haben. In Richtung Blow-Off. Das Ganze sieht dann so aus. Das kriege ich dann nie wieder raus. Kriegst du das mal rein? Genau, das werden wir jetzt noch einmal drüber schweißen und dann werden wir es noch lackieren. Das ist jetzt unser geschweißtes Teil mit dem Abgang hier fürs Blow-Off. Machen wir mal die Endmontage, bauen das alles einmal final zusammen, wenn es denn möchte. Also scheinbar halten die Schweiß nicht, aber Weil du doch ganz gut hindruckst. ja. Jetzt sitzt das exakt da, wo es hin muss. Aber halt auf einen Millimeter. So stellen wir uns das vor. Genau so und nicht anders. Das war es als letzter Schluss. Haben wir jetzt da noch eine Schelle eingebracht, so eine Halteschelle. Die haben wir jetzt da mit dem Streifen Edelstahl abgeschützt. Und damit ist das hier sehr, sehr fest und kann eigentlich auch nirgendwo mehr hin, tatsächlich. Das heißt, die Ansaugseite ist jetzt perfekt abgestützt. Die ist fest per Default, die ist schon fest, ohne dass wir da überhaupt Schellen hier irgendwie festgemacht haben. Von dem her, denke ich, sind wir jetzt mit dem Lader- und Luftaufbau fertig. Lackieren, wieder einbauen, fertig. Unterdruck noch anschließen. Genau, Unterdruck war vielleicht noch nicht schlecht, aber der liegt bei uns eh schon. Genau, der liegt Direkt da unten runter. parat. Wenn wir noch einen Schlauch verlängern und dann ist es das soweit. Lackiert ist jetzt der ganze Spaß, es trocknet noch ein bisschen, deswegen ist das jetzt auch noch nicht neu montiert. Ich denke, das Oberflächenfinish, das lässt sich ganz gut anschauen. In einem der nächsten Videos seht ihr das dann sicher schon im Fahrzeug montiert. Wir machen jetzt für heute Feierabend. Lang wieder für heute.